Ich bin Andrea Traub und ich begrüße dich ganz herzlich auf meinem neuen Kanal für Acrylmalerei. Also lass dich von mir inspirieren und genieße das Malen. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video und auch zu einem neuen Bild natürlich. Und heute möchte ich euch gerne nochmal eine Variante von meiner Folientechnik zeigen. Hier habe ich meine Palette und zwar ein knackiges Grün, ein Mintgrün, ein Gelbgrün, ein helles Olivgrün und Titanweiß. Damit möchte ich erstmal starten. Kann sein, dass ich gleich noch eine Farbe dazu nehme, aber sowieso alle Farben, die ich benutze, stehen ja mal unter der Videobeschreibung. Dann habe ich hier jetzt Weiß auf den Spachtel mit dem Pinsel dünn aufgetragen und fange einfach mal an und streife die Farbe hier auf die Verpackungsfolie. Da sieht man noch natürlich nicht viel. Ich nehme ein bisschen Grün dazu. Ich hole mir auch mal ein Tuch. Ich möchte gerne den Spachtel zwischendurch sauber machen, dass es nicht nur so Farbmixfarben entstehen. Wie gesagt, ich möchte, dass die Farben ein bisschen klarer bleiben. Und dann gehe ich hin und mache dann hier mit Grün und ziehe so ein bisschen in die andere Farbe drüber. So, das sind teilweise nur ganz kleine Effekte, aber es soll ja noch die Farbe der Leinwand, die wir ja dann noch richtig toll gestalten wollen, soll natürlich noch rausgucken und deswegen brauchen wir relativ viele Lücken. Dann habe ich hier wieder meinen Zahnspachtel, den benutze ich auch relativ gerne. Dann gehe ich hier einmal so durch und ziehe mal. Und dann habe ich die Farbe hier drauf und dann übertrage ich das einfach nochmal woanders hin. Zum Beispiel hier hin. Dann habe ich direkt wieder einen schönen Effekt. Dann habe ich hier einen Acrylstift mit einer dicken Spitze. Das finde ich auch mal ganz witzig, wenn man dann einfach mal hingeht und dann vielleicht mal hier so Vierecke macht. So ganz unkontrolliert, möglichst locker das Ganze. Das sieht dann immer richtig lässig aus. So soll es ja auch sein. Dann habe ich hier ganz gerne die Holzkeile, die immer an einer Leinwand hinten dran sind. Damit kann man auch schöne Abdrücke machen. Ich habe mir jetzt noch ein Neon Orange auf meine Farbpalette dazugelegt und ich möchte gerne ein paar einfach mit dem Holzstäbchen in die Neonfarbe rein, mit diesem Holzkeil, und dann nehme ich hier mal die und mache hier so Abdrücke hin damit. Dann habe ich eine zerschnittene kleine Kunststoffkarte und mache dann einfach mal hier über das, was wir mit dem Acrylstift gemacht haben, einfach mal so drüber, ganz leicht. Und dann kratze ich das hier mal wieder so ein bisschen weg. Das sind alles ganz spontane Geschichten, die so entstehen. Ich finde das immer ganz spannend. Auf der Folie braucht man keine Angst haben, dass man irgendwas falsch macht, weil wenn einem irgendwas richtig überhaupt gar nicht gefällt, dann kann man das ja auch zur Not wegwischen. So, das ist so ein bisschen die Freiheit, die man dann hat, die einem vielleicht auch so ein bisschen die Angst nimmt und einfach mal was auszuprobieren auch. Dann möchte ich gerne nochmal mit dem schönen knackigen Grün auf den Spachtel. Dann habe ich das Werkzeug, das ist von so einer ganz groben Fußmatte. Das war so ein Musterstück und das habe ich mir mal zur Seite gelegt, um so Kratzeffekte in ein Bild zu bringen. Und das mache ich jetzt hier zum Beispiel hin. Ich ziehe einfach
Hier mal so durch. Hier mache ich das auch, damit sich das so ein bisschen wiederfindet. Dann habe ich hier noch ein Stück Luftpolsterfolie. Das ist auch immer sehr beliebt als Druckmöglichkeit. Ich nehme nochmal mein Neon Orange. Einfach diese Folie mit Farbe und einem Pinsel bestreichen. So gar nicht so dick, dass es nur so kleine Abdrücke gibt. Dann kann man sogar hingehen und kann dann so ein bisschen mit Weiß noch so einen Übergang schaffen. Dann hat man so ein bisschen zweifarbig und dann geht man einfach hin und druckt das von mir aus. Hier so ein bisschen drauf und hier oben. Ich nehme mir noch ein bisschen Schwarz auf die Palette, nehme noch mal meinen Zahnspachtel, mache das mit dem Finger und nehme das Schwarz und tupfe nur hier oben auf diese Stellen von dem Zahnspachtel Farbe hin und kann dann hier noch mal so Abdrücke machen. Jetzt habe ich noch mal eine kleine Kunststoffkarte, habe mir ein bisschen Weiß auf die eine Seite der Karte drauf gemacht und nehme jetzt die Karte und gehe noch mal hier so hier zwischen. Ganz leicht nur, seht ihr, dann gibt es auch wieder so spezielle Effekte. Das passiert halt relativ schnell auf einer Folie, weil das ein anderer Untergrund ist wie auf einer Leinwand. Da kann man solche Effekte ganz schnell und einfach hinbekommen. Dann mache ich das hier nochmal, guck mal, so ganz leicht. Jetzt hat sich ein bisschen Grün mit reingemischt, aber das ist auch ganz cool. Und dann gehe ich hier oben nochmal hin. Dafür drehe ich mir die aber, glaube ich, um, damit es auch schön wird, so in der Höhe, wo das andere da unten ist. Ziehe hier nochmal lang und ich habe ja immer im Kopf, die Leinwand drunter wird ja noch bearbeitet mit Farbe. Und das sind ja nur die Effekte, die dann quasi oben drauf sind. Schau mal. So. Dann mache ich mir die Karte nochmal sauber. Nehme nochmal auf meine Karte, habe ich jetzt hier von dem Grün und von dem gelblichen Grün und von dem knackigen Grün. Ich möchte, glaube ich, nochmal das war jetzt viel zu viel. Also es reicht wirklich nur ein bisschen Farbe. Es kann aber wieder ein bisschen wegmachen. Ich will jetzt so eine dünne Schicht. Hier verschiebt sich ein bisschen das mit dem Schwarz, vermischt sich hier so ein bisschen. Das ist alles schöne Effekte, die dann entstehen. Hier oben mache ich auch noch mal ein bisschen was mit dem Grün. Jetzt nehme ich noch mal meine Karte. Nehme ein bisschen Neon Orange auf die Karte und möchte gerne hier das mal hier so rübernehmen und hier nochmal. Hier habe ich von so einem kleinen Döschen, da hat man ja vielleicht zu Hause irgendwie was, habe ich mir das aufbewahrt. Ich nehme jetzt nochmal hier als Effekt Farbe auf die Kante nur. Ich zeige euch mal, wie ich das mache. Ich nehme da auch wieder meinen Finger, der mittlerweile sehen die schon schön farbig aus und bestückt so die Kante mit Farbe. Und druck einfach, leg noch ein bisschen Farbe hinterher und benutzt das einfach als Druckwerkzeug auch wieder. Also da kann man alles Mögliche für benutzen.
Ich gehe jetzt hier nochmal so rein. Ich nehme nochmal einen frischen Holzkeil, tupfe den auch in Mint und gehe nochmal hier einfach dazu. Einfach reintupfen. Mach die anderen hochkant. Also der Fantasie sind wirklich keine Grenzen gesetzt. Einfach ausprobieren. Es macht auch unheimlich viel Spaß, wenn man sieht, dass die Fläche immer voller wird. Die darf natürlich nicht zu voll werden. Hier gehe ich nochmal mit Weiß zwischen. Ich nehme nochmal Weiß auf die Karte, dünn. Und ziehe das nochmal hier so da rein. Ich nehme noch mal ein bisschen Farbe nach, Weiß. Ich mache den Streifen hier oben, glaube ich, auch hin. Ja. So, ich lasse das jetzt einfach mal trocknen. Man kann das Ganze auch föhnen, das geht natürlich auch. Ich föhne es jetzt, damit man dann eigentlich auch direkt weitermachen kann. Nämlich das muss trocken sein, das was auf der Folie ist, damit man die Folie jetzt von der Leinwand runternehmen kann und die dann zur Seite legt und sich dann quasi um den Untergrund von der Leinwand zu kümmern. Föhnen dauert ein paar Minuten. Wie gesagt, dann kann man dann auch direkt weitermachen. Die Farbe auf der Folie ist jetzt trocken und jetzt können wir die Leinwand von der Folie befreien. Und das machen wir, indem ich mir hier erstmal ein Fenster in der Mitte aufschneide. Dann, wenn das Fenster rausgeschnitten ist, ist es am einfachsten, wenn man bis in die Ecken dann jeweils an den 4 Ecken aufschneidet. Legt man die Schere zur Seite und kann die Folie eigentlich relativ komfortabel über die Ecken so wegziehen. Muss man ein bisschen vorsichtig alles machen, damit die nicht kaputt geht. Die ist ein bisschen empfindlich. So. Lege ich die Leinwand erstmal zur Seite. Und hier haben wir unsere Folie. So rum haben wir sie ja gemalt. Hier ist der Farbfilm drauf, also die Farbfläche. Und dann wird die ja umgekehrt auf die Leinwand dann gleich gelegt. Damit ich es gleich dann einfach habe beim Übertragen, schneide ich mir hier die Ränder ab. Die sind überflüssig und stören nur, weil die ja so um die Ecke gehen. Und deswegen mache ich es mir jetzt einfacher und schneide die Ränder ab. Die Folie lege ich mir erstmal jetzt zur Seite, weil jetzt wird erstmal die Leinwand, wo diese Effekte dann drauf sollen, die wird jetzt gestaltet. Und wie ich das mache und was ich da drauf mache, das könnt ihr jetzt weiter verfolgen. Für meinen Untergrund habe ich mir eine blaue Farbpalette rausgesucht. Und zwar ein Thalo Blau, ein Witchwood Blue, das ist so ein kühles Blau, dann Königsblau, ein strahlendes Himmelblau, dann haben wir hier ein preußisches Blau, das ist relativ dunkel, noch dunkler ist das Paynes Grau, das ist so fast so schwarzblau, es sieht auch mal super aus in Kombination. Dann habe ich hier ein Stahlblau und ich habe noch Titanweiß. Das ist erstmal die Palette, mit der ich anfangen möchte. Ich habe hier wieder eine kleine Kunststoffkarte, mit der möchte ich spachteln, habe mein super Werkzeug wieder dabei. Damit werde ich bestimmt auch zwischendurch arbeiten und habe mir mal 2 saubere Malerpinsel dazu gelegt. Und ich fange jetzt einfach mal an. Leg mit der Karte die Farbe nehme ich auf eine Seite der Karte auf. Ungefähr so viel von der Portionenfarbe her wie eine Haselnuss. Dann hat man ungefähr so ein bisschen Gefühl. Und dann kann man die Karte langsam absetzen und nach unten beugen beim Runterziehen. Und dann hat man schön lange was von der Farbe. Jetzt sieht man es besser, wenn ich noch Farbe auch dazu nehme. Und zwar habe ich jetzt ein Blau dazu genommen, setze die Karte ab und beim
runterziehen, beuge ich die nach unten, damit dann die Farbe gleichmäßig abstreift. Das kann man auch mal auf dem Papier ein bisschen üben und ausprobieren. Auf jeden Fall ist das immer eine schöne Technik und eine schöne Art und Weise, auch eine Leinwand mit einem schönen Untergrund zu gestalten. Und wie ich das jetzt alles mache, das könnt ihr jetzt im Video verfolgen. Und da könnt ihr mir ein bisschen zuschauen, wie sich jetzt die Farbfläche aufbaut. Zwischendurch mache ich auch die Karte immer sauber. Das ist wichtig, dass man nicht irgendwann so einen starken Mischmasch hat und dann irgendwie keine separaten Farbfelder mehr entstehen, sondern nur noch ein Farbbrei wäre. Deswegen Karte zwischendurch immer schön sauber machen. Ich habe jetzt hier wieder meinen flachen Spachtel genommen, habe ein bisschen Weiß draufgelegt und gehe jetzt ganz flach über die Fläche hier drüber, damit die sich ein bisschen beruhigt und auch ein bisschen heller wird. Mit dem flachen Spachtel bekommt man halt hin, dass die Farbflächen sich, manchmal bleibt das so ein bisschen haften, da muss man ein bisschen ziehen, aber das ganze Farbbild sieht dann so ein bisschen samtiger aus, finde ich, sage ich immer dazu. Das gefällt mir eigentlich dann immer ganz gut. Das, was hier entstanden ist, gefällt mir eigentlich super. Wir gehen ein paar Mal so drüber, damit auch die Fläche ein bisschen weicher wird. Ich glaube, so möchte ich das schon lassen. Den Rand mache ich direkt mit. Ich nehme mir dafür immer einen Haushaltsschwamm. Preußisch Blau und Payne's Grau nehme ich für den Rand. Dann wird der schön dunkel. Und gehe hier einmal drumherum, mal den Rand einmal dunkel. So, ich bin jetzt mit der Fläche erstmal soweit fertig. Ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen geguckt, aber eigentlich finde ich das ganz witzig hier. Ich glaube, ich mache hier noch mal so ein paar kleine weiße Effekte hin. So, ich habe jetzt hier noch so ein paar weiße Effekte hingemacht. Ich werde jetzt diese Leinwand erstmal trocken föhnen. Die muss nämlich für die nächsten Schritte einmal trocken sein. Dafür nehme ich einen Föhn. Man kann natürlich auch über Nacht einfach warten, aber ich möchte gern weitermachen. So, ich habe mich entschlossen und habe ein bisschen ausprobiert und ich hatte erst vor, die Folie komplett auf die Leinwand als Effekte zu übertragen, aber das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu viel und ich finde hier die Farbflächen eigentlich ganz schön ohne das, aber ohne alles wäre mir zu langweilig und deswegen würde ich gerne nur einen Teil der Folie als Effekte auf mein blaues Bild bringen. Dafür nehme ich mir jetzt eine Schere. Ich schaue mal nach, welchen Teil ich gerne hätte. Ich schneide das jetzt ab. Und möchte das gerne so auf die Leinwand dann gleich bringen. Dann schneide ich hier oben noch den Teil ab. So. Und den Rest, den kann man mit Sicherheit irgendwann mal noch für ein gutes Bild irgendwo als Effekte noch benutzen. Die lege ich einfach zur Seite. Und ich glaube, mir gefällt so hier dieses relativ ruhige und dann hier so ein bisschen das ausgefallenere. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ja,
So möchte ich das gerne machen. Jetzt lege ich mir die Folie zur Seite. Und ich muss die ja zum Kleben bringen. Das heißt, ich muss jetzt diese Farbfläche von der Folie, muss jetzt mit der Farbfläche von der Leinwand verbunden werden. Und das mache ich, indem ich diese Fläche, wo die Folienfläche hin soll, mit Acrylbinder bestreiche. Das dient dann als Kleber sozusagen oder als Verbindungskleber, genau zwischen der Farbfläche der Folie und der Farbfläche der Leinwand. Die durchsichtige Folie kommt ja später weg, die kann ja abgezogen werden. Es bleibt dann ja wirklich nur noch die Farbfläche der Folie auf der Leinwand haften. Aber das werdet ihr jetzt gleich dann im Laufe des Videos auch noch sehen. Ich habe hier Acrylbinder. Acrylbinder ist eigentlich, um Farbe selber herzustellen, aber man kann ihn auch super als Kleber halt benutzen. Und das mache ich in dem Fall jetzt auch. Ich nehme mir einen sauberen Pinsel und mache nur die Ecke hier oben, wo die Farbfläche hin soll, bestücke ich jetzt mit Binder. Der ist jetzt milchig, der wird aber durchsichtig, wenn er getrocknet ist. Gucken, dass überall was ist, damit auch alles übertragen wird. Ich werde jetzt die Folie nehmen und lege die soll ja hier auf den Bereich. Ziehe die noch ein bisschen weiter hier rüber. Am Anfang, wenn das noch nicht angetrocknet ist, kann man das immer schön wieder noch mal hochheben. Vorsichtig natürlich alles. Das noch ein bisschen justieren. So. Ich reibe jetzt hier ein bisschen die Luftblasen raus. Schaut mal, kann man mit der Hand super machen. Und das müssen wir jetzt über Nacht trocknen lassen. Das kann man nicht föhnen, nicht beschleunigen. Das muss sich verbinden, damit man hinterher die klare Folie wegziehen kann und da nicht die Hälfte hängen bleibt. Also ein bisschen Geduld haben, über Nacht trocknen lassen, dann hat man ein sicheres Ergebnis. Jetzt ist dieses Stück Folie über Nacht getrocknet und ich kann die jetzt abziehen. Und im besten Fall ist dann die Farbfläche, hat sich dann auf die Leinwand übertragen durch den Binder. Ich schaue gerade, wo ich am besten anfange. Ich fange immer vorsichtig an und ziehe die so langsam ab und schaue, dass alles an Farbe auf der Leinwand kleben bleibt. Das ist jetzt die Folie, die übrig geblieben ist. Die können wir wegtun. Die Effekte sind auf der Leinwand. Das gefällt mir richtig gut. Schaut mal. Das war, glaube ich, eine gute Entscheidung, nur einen Teil dieser Folie zu benutzen. Ich werde jetzt noch das ein wenig ergänzen und möchte, glaube ich, noch mal so ein bisschen den Neonton hier mit aufnehmen. Das mit dem Grün und dem Blau, das gefällt mir richtig gut. Und die Stelle, wo wir das mit der Folie gemacht haben, die glänzt auch. Seht ihr hier, wenn ich das so ins Licht halte, das ist matt und das glänzt. Das Neon-Orange möchte ich hier irgendwie nochmal so ganz zart aufnehmen. Ich nehme nochmal hier so ein ganz kleines Kartenstück. Das habe ich ja mir kleiner geschnitten, damit ich kleinere Effekte besser machen kann. Normalerweise ist die Karte ja etwas größer, meine Kunststoffkarten. Und ich habe mir die kleinere jetzt genommen, um so ein paar Mini-Effekte jetzt hier noch drauf zu legen. Ein bisschen mit Weiß. Nochmal hier so drüber. Ganz klein bisschen nur. Dann ziehe ich ein bisschen Neon mit rein. Die hatten noch mal so ein bisschen so einen Gegenpol zu der Fläche da oben, damit die nicht so alleine da oben ist. So, und dann nehme ich noch ein ganz klein bisschen von meinem Grün. Hier und mache hier noch mal so eine kleine
Hier gehe ich noch mal ein bisschen mit Dunkel drüber, das ist mir schon fast zu viel. So gefällt es mir jetzt super. Und würde sagen, dass wir fertig sind. Ich hoffe, es gefällt euch genauso gut wie mir. Ich bin total begeistert von der Farbkombination. Ich mag das Grün mit dem Hellblau. Es hat sowas im Moment von den grünen Wiesen, die überall sind. Und wenn der Himmel so blau ist, die Kombination, das sieht toll aus. Nicht nur in der Natur, sondern auch auf einem Bild. Und deswegen habe ich das heute so gestaltet. Hier habe ich so ein bisschen mit der Folientechnik experimentiert und was gemacht. Das sieht, finde ich, auch ganz spannend aus. Schaut mal, und das ist auch wirklich für Anfänger super zum Nachmachen. Probiert das einfach aus. Auf der Folie am Anfang, wenn man die Effekte da erstmal drauf macht. Man kann ganz frei rangehen, weil ja, im Grunde genommen ist das auch so ein bisschen gegen, manche trauen sich nicht, wenn sie ein Bild fertig haben, vielleicht einen Effekt drauf zu legen. Und wenn man das dann mit der Folie macht, wie ihr gesehen habt, kann man erstmal gucken, sieht das gut aus oder wo mache ich die Stelle hin? Und somit kann man sich so ein bisschen rantasten an, ja, an das Prinzip, ein Bild malen und dann halt so ein paar Hingucker-Effekte machen, dass man sich das auch irgendwie zutraut. Das geht vielen so, dass sie sagen, oh, ich traue mich nicht, da was dran zu machen. Ich weiß ja nicht, wie es hinterher aussieht, ob es gut wird. Das kann man halt natürlich mit viel Erfahrung besser einschätzen. Aber wie gesagt, die Folientechnik hilft auch super dabei, so ein bisschen diese Blockade zu lösen. Man ist ganz frei erstmal auf der Folie, kann was machen, wie ihr gesehen habt. Habe ich nur einen Teil auch der Folie benutzt. Ich habe ja die komplett einmal gemacht mit Effekten und Abdrücken und Stempeln und Kratzen und so weiter. Aber jetzt im Endeffekt bin ich total happy, dass ich nur das Teil oder nur ein Teil, ein Viertel von der Folie benutzt habe. Den Rest habe ich ja auch zur Seite gelegt, der ist ja nicht verloren, den kann man dann einfach mal für ein anderes Bild benutzen. Also bitte Anfänger einfach ausprobieren und ja, und alle anderen, denke ich mal, konnten vielleicht auch was Schönes mitnehmen. Das ist jetzt nicht nur ein Anfängerbild, das ist wirklich für Geübte, für Anfänger, glaube ich, beides gut geeignet, das auszuprobieren. Also habt ganz, ganz viel Spaß dabei und ich bedanke mich für euer Interesse und ich bedanke mich für euren Support, eure tollen Kommentare, eure Abos, eure Daumen hoch und bitte weiter so. Ich freue mich da riesig drüber. Also, ich wünsche euch viel Spaß und gutes Gelingen und bis ganz bald zu unserem neuen Video. Macht's gut, bis dahin.